Was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute kleines Pickup-Video. Ich habe mir ein paar Sachen zugelegt, Einzelkarten, aber auch Seal-Produkte. Ja, war auf Card Market, eBay Kleinanzeigen, privat so ein bisschen unterwegs. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Dann fangen wir an mit 3 Seal-Produkten von eBay Kleinanzeigen. Das erste ist ein Structure Deck. Barrios Triumph aus dem Jahr 2005 müsste das rausgekommen sein. Das ist deutsch, erste Auflage. Hat hier leider, ja, ist ein bisschen was abgeblättert, also ist jetzt nicht im perfekten Zustand. Ein paar kleine Dellen, aber es ist sealed. Sieht doch eigentlich ganz okay aus, so bis auf die kleinen Macken. Öffnen werde ich das wahrscheinlich nicht. Vielleicht werde ich es irgendwann austauschen gegen eine bessere Qualität so. Aber genau, das ist der erste Pickup und das kostet, glaube ich, aktuell so auf Card Market das günstigste so 25 Euro. Dann das nächste haben wir Ghost from the Past 2. Genau, da sind 4 Booster Packs drin, also das ist so eine Booster Box, würde ich jetzt sagen. 4 Booster Packs sind drin, kann man eben die Ghost Dress ziehen, Blue Eyes, Cyberdrache, Dark Magician Girl zum Beispiel. Und ich fand die Verpackung eigentlich echt mega cool und auch die Packs mit dem Silbernen. Deswegen habe ich mir die geholt. Ist auch deutsch, erste Auflage. So sieht es von hinten aus. Und ja, werde ich wahrscheinlich in Zukunft öffnen irgendwann. Dann das letzte Produkt von dem Kauf sind die Yu-Gi Legendary Decks. Ist der Reprint leider, ist nicht das Original aus 2015. Also der Reprint kam raus 2021. Ist auch in Deutsch. Und ja, wie gesagt, das sind eben die 3 Decks von Yu-Gi drin, Exodia Deck, Battle City und das Apparaten-Deck hier, Promokarten. Und ja, ich finde die Box eigentlich ganz cool und behalte so eins auch, sealed. Werde mir wahrscheinlich irgendwann auch das First Edition holen, das kostet aber schon einiges mehr. Ich glaube, der Reprint, der geht so aktuell so für 20 und First ist, glaube ich, 70, 80 Euro oder mehr. Ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau. Genau, das sind so die ersten 3 Produkte, die ich geholt habe. Für die 3 Sachen habe ich gezahlt, ich meine, es müssten so 65, 70 Euro gewesen sein, circa. Ist auch so der Card Market Preis plus minus 2, 3, 4 Euro circa. Also ich denke, das ist ganz okay. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Das ist das letzte von eBay Kleinanzeigen. Ein Produkt habe ich dort noch gekauft, auch sealed. Und zwar ist es Ghost from the Past 1 diesmal. Es ist Englisch First Edition. Ja, bin mehr der Fan von englischen Karten. Dann dachte ich mir, okay, ich lege mir so eins zu. Das werde ich auch in Zukunft wahrscheinlich öffnen, wenn der Tag mal kommt. Und vielleicht haben wir Glück und ziehen eine coole Ghost Rare. Das wäre schon mega, mega geil. Teuerste Karte in dem Set ist Dark Magician. Ich glaube, der kostet sogar 500, 600 Euro aktuell, also schon ein Brecher. Und ja, ich habe dafür 80 Euro gezahlt. Und ja, ist auch der aktuelle Marktwert. Ich glaube auch so ab 80 gehen die auf Card Market los. Dachte, damit mache ich nichts falsch. Und habe mir das einfach mal zugelegt. Sieht auch mega cool aus so. Steht jetzt erstmal rum, bis es eben geöffnet wird. Ja, das waren so meine Pickups von eBay Kleinanzeigen erstmal. Dann machen wir weiter mit Card Market, weil ich habe noch so ein mittelgroßes Paket, sage ich mal. Da sind noch ein paar coole Sachen drin, das heben wir uns für den Schluss auf. So, bei Card Market haben wir uns 2 Structure Decks zugelegt. Einmal Slifer und Obelisk, auch in Englisch First Edition. Die God Decks, gibt es auch nur von Slifer und Obelisk. Ich finde es schade, dass sie das nicht auch von Ra gemacht haben. Aber ich dachte, ich lege mir die auch zu. Fand die eigentlich ganz cool. Werde die auch behalten, also auch nicht öffnen oder so. 4 Euro dafür gezahlt, also ich denke, ja, macht man auch nichts falsch so. Und dann kommen wir zu den Einzelkarten von Card Market. Und zwar, da ich auch Fan von den ganzen Götterkarten bin, möchte ich ja alle Götterkarten quasi haben in jeder Ausführung. Das wäre auf jeden Fall mega nice. Ich habe mir hier den Ra zugelegt aus der Legendary Collection 25th. Also ja, auch eigentlich nichts Besonderes, so ein Ultra Rare, den gibt es ja noch in diesem Quarter Century Rare. Genau, aber das sind eher die Ultra Rare Karten.
Dann habe ich mir den Obelisk davon zugelegt, auch ein Ultra Rare aus dem Set. Den Slifer muss ich mir noch holen. Dann haben wir hier den Ra aus Speed Duel. Ein Secret Rare, fand ich ganz cool. Dann haben wir Slifer aus Speed Duel. Obelisk aus Speed Duel. Und wie gesagt, die sind alle eigentlich Pack Fresh, Near Mint bis oder besser, kann man sagen. Also da ist, wie gesagt, nichts. Sieht man auch nochmal das Speed Duel Logo. Die sind alle im perfekten Zustand. Dann haben wir den Ra aus der 2019er Tin, müsste das sein, ja. Slifer auch. Ist auch so Prismatic Secret Rare. Dann haben wir den Obelisk daraus, um das Set vollständig zu machen. Wir haben dann den Slifer aus diesem Structure Deck quasi. Habe ich mir nochmal so geholt, weil das Structure Deck will ich nicht öffnen. Dann habe ich auch den Obelisk davon geholt. Dann komme ich zu ein paar Kristallungeheuerkarten. Haben wir den Rainbow Dragon hier aus der Legendary Collection GX in First Edition, also nicht aus dem Reprint. Dann haben wir Regenbogen Finsternis Drache, auch aus der Legendary Collection GX First Edition. Dann haben wir den niederträchtigen Regenbogendrachen. Der ist schon ein bisschen älter, der kommt aus dem Jahr 2011. Der kam aus dem Movie Pack. Ich blende euch das gerade mal hier ein. Daraus sind die ganzen niederträchtigen Karten. Gibt es auch noch den Blue Eyes, glaube ich, dazu und ja, viele andere Karten. Dann geht es weiter mit den Kristallungeheuern, passend zu den Regenbogendrachen eben, um das ganze Theme auch noch dann vollständig zu bekommen. Ich habe mir die eben von dem Ra Yellow Mega Pack zugelegt. Sie sind alle First Edition Englisch und Super Rare. Das ist damals auch die höchste Rarity gewesen, meine ich, weil es die davor nur in Rare oder Common eben gab. Ich glaube, den Topaz Tiger gab es in Ultimate Rare aus dem Set, aber sonst gab es die im normalen Set nicht in Super Rare oder so. Genau. Habe ich die Smaragdschildkröte eben, den Topaz Tiger, Rubin Karfunkel haben wir Amethystkatze, Kobaltadler und eben das Bernsteinmammut. Und ja, wie gesagt, ich bin einfach Fan von den Kristallungeheuern. Da kamen vor kurzem auch eben die neuen raus, aber die alten sind einfach Kindheitserinnerungen und die sind auch alle in Near Mint, also in sehr, sehr guten Zustand. Die kommen alle in den Binder. Und genau, Saphir Pegasus fehlt mir natürlich noch, das muss ich noch bekommen und vielleicht irgendwann dann Ghost Rare Rainbow Dragon wäre natürlich auch geil, aber das ist dann nochmal eine andere Nummer. Und ja, das waren so die Pickups aus Card Market. Ich habe für die ganzen Karten 28 € gezahlt, also reiner Kartenwert, jetzt ohne Versand, sind 28 €. Ich denke, das ist okay für, ich glaube, es sind 15 Karten circa oder mehr wahrscheinlich. Ja. Könnt mich mal wissen lassen, was ihr von den Karten haltet. Und genau, das waren so die Pickups von Card Market. Jetzt haben wir noch ein großes Paket, das ich euch zeigen werde. Und dann schauen wir uns das mal an. Hier haben wir das letzte Paket. Das ist ein bisschen größer. Da sind ein paar Sachen drin. Ich mache das jetzt schnell auf, hole die Sachen raus und dann schauen wir uns das zusammen an. Also ich habe das jetzt mal geöffnet, so sieht das Ganze aus. Okay, viel Verpackungszeug. Da sehen wir ein paar alte Tinboxen. Genau, die sind alle leer. Also ich habe mir ein paar Oldschool Tinboxen zugelegt, aber in einer sind auch noch Einzelkarten und zeige die euch in einem Close-Up. Gehen wir erstmal kurz die Tinboxen durch. Es sind insgesamt 8 Stück. Ich habe mir die mehr oder weniger gekauft, einfach nur um sie ein bisschen so als Deko zu benutzen, so im Regal. Und ja, manche, die vielleicht nicht so in einem guten Zustand sind, die werde ich dann eventuell wieder verkaufen oder halt eben für Karten benutzen zum Lagern. So. Dann habe ich als erstes eine Rotdrachen-Erzunterwäldler Tinbox geholt von dem Verkäufer. Ist eigentlich vom Zustand her eigentlich ganz okay.
Eventuell stelle ich die ins Regal. Dann habe ich Elementarheld Grand Neos. Die hat hier so einen kleinen Datscha, finde ich jetzt nicht so cool. Auch die Ränder sind ein bisschen schlechter als bei der Audrachen Erzunterweltler Tin. Ist von 2007. Vielleicht benutze ich die nur für Karten zum Lagern oder verkaufe die wieder. Dann ein bisschen was älteres. Pantherkrieger Tinbox. Die finde ich, sieht ganz cool aus. Die hatte ich tatsächlich auch nie als Kind, muss ich sagen. Müsste, glaube ich, 2003, 2004 oder sowas sein. 4 eher. Die sehen eigentlich ganz cool aus, auch vom Zustand her. Die behalte ich safe und mache die ins Regal. Dann habe ich Rainbow Dragon Tin. Die sieht auch ganz gut aus eigentlich. Vielleicht hier unten rechts ein bisschen dreckig so, aber auch eigentlich keine großen Dellen, muss ich sagen. Finde ich auch ganz cool. Dann haben wir eine Black Rose Tin. Schwarzer Rosendrache. Auch mega geil. Dann habe ich Sternstaubdrache. Also quasi habe ich die ganzen 5Ds, nicht die ganzen, aber ein paar davon, zumindest Sternstaubdrache. Die sieht mega cool aus, finde ich. Bin ein Fan von Sternstaubdrache, von der Karte. Genau, ja, bisschen zerbeult so die Unterseite, aber das ist auch noch okay. Dann habe ich noch eine sehr besondere Tin. Das ist die wertvollste Tin. Die geht sogar für ein paar Euro. Gibt es nicht im TCG, muss ich sagen. Ist eine Black Luster Soldier Tin. Ich weiß gar nicht, wann die rauskam. Müsste ich mal nachschauen oder falls es jemand weiß, könnte es auch gerne in die Kommentare schreiben. Die ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Also die sieht echt quasi fast wie neu aus. Die werde ich definitiv behalten. Die sieht mega, mega geil aus. Und wie gesagt, gibt es nur im OCG, nicht bei uns im TCG. Deswegen cooles Teil. Und dann habe ich die letzte Tin. Elementar halt Plasma Weiß. Das ist eine englische Tin, sehe ich gerade. Und vom Zustand her auch okay, würde ich sagen. Oh, da sind auch die Einzelkarten dran, merke ich gerade. Genau, hier ein bisschen dreckig. Ja, ein paar werde ich ins Regal stellen, wie gesagt, ein paar werde ich wahrscheinlich weiterverkaufen oder eben nur zum Lagern von Karten benutzen. Und hier sind jetzt noch die Einzelkarten drin. Schauen wir mal rein. Das sind auch nicht so viele. So. Insgesamt müssen es, glaube ich, 9 Karten sein. So, wir schauen uns erstmal die Karten hier an. Das muss ich weglegen. So. Sehr gut verpackt auf jeden Fall. Die Karten sind ein bisschen teurer gewesen, muss ich sagen. Also ich habe für die Tinboxen und die ganzen Karten, ich glaube, knapp 200 Euro gezahlt, muss ich sagen. Vom Zustand her sollten die eigentlich alle gut bis sehr gut sein. Da sollten jetzt keine Karten drin sein, die irgendwie Plate sind oder Light Plate. Wir fangen an mit dem Zoa hier, Promokarte aus TFK in Prismatic Secret Rare. Ja, sieht schön aus. Also dieser Secret Rare Effekt. Ich liebe den. Sehr, sehr geil. Ich weiß gar nicht, wie alt die Karte ist. Schauen wir uns die Rückseite an. Ecken sehen okay aus, ja. Okay, hier sieht man jetzt einen Kratzer und eine Druckstelle. Ist nicht so geil, muss ich sagen. Das habe ich damals auf den Bildern nicht gesehen oder wurde jetzt auch nicht gesagt. Muss ich mir mal zurücklegen und mal schauen, was ich mit dem mache. Das sieht nicht so gut aus. Ich hoffe jetzt, dass die anderen Karten auch nicht in dem Zustand sind. Der Metal Soa aus demselben Promo-Pack hier. Schauen wir uns den Zustand mal an. Der sieht deutlich besser aus, kleiner Kratzer hier, aber sonst, der sieht clean aus, Rückseite. Kleine Kratzer hier auf der Rückseite, aber die Ecken sind auch in Ordnung. Ja, die sieht schon besser aus auf jeden Fall. Der bin ich schon ein bisschen mehr zufrieden. Dann haben wir Seiya Ryu.
Auch Promokarte aus einem Gameboy-Spiel müsste das sein, Dark Pool Stories. Prismatic Secret Rare, kleiner Kratzer auf dem Bild hier. Aber sonst sieht einfach unfassbar geil aus. Ich feiere dieses Artwork mega. Ich bin ein Fan von diesen simplen Artworks wie damals. Nicht so dieses brutal Anime-Zeug, was die aktuell so drucken. Deswegen feiere ich solche Karten extrem. Rückseite auch, sieht gut aus. Die Ecken sind gut. Freut mich. Kommt auf jeden Fall in den Binder. Ich denke, zum Graden ist hier nichts dabei. Aber wir schauen mal. Dann habe ich hier dreimal den 1000 Dragon. Einmal in europäischer Version und zweimal in Ami. Ich schaue gerade mal ein oder zwei Stück an. Schauen wir uns mal den europäischen an. Ich liebe die Karte, ich weiß nicht warum, aber ich hatte die früher auch so oft. Und es ist einfach Nostalgie, die wieder zu haben. Und der Secret Rare Effekt, einfach nur geil. Die Oberfläche sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Also wirklich sehr, sehr gut. Ecken auch okay. Rückseite leichtes Scuffing hier ein bisschen. Aber sonst, ein bisschen Whitening, ist aber kein Problem. Für die Sammlung auf jeden Fall top. Bin ich zufrieden, also bis jetzt sehr zufrieden. Bis auf den ersten Soa. Schauen wir uns gerade noch einen 1000 Dragon an. Auch clean. Ja. Bin ich auch zufrieden. Dann die nächsten drei. Haben wir Unity als erstes. Auch geile Karte, also vom Anime feiere ich. Die sieht, also Front, sieht die sehr, sehr gut aus. Rückseite. Ecken sind okay. Ja. Rückseite auch. Ja, leichtes Scuffing. Aber nichts Wildes. Mit der bin ich sehr zufrieden. Die sieht richtig gut aus. Vor allem die Front. Geil. Die hatte ich noch nie, diese Karte, muss ich sagen. Aber ich fand die cool wegen dem Anime. Deswegen habe ich mir die zugelegt. Dann haben wir Barrel Dragon. Kam damals in Metal Raider raus. Der ist aber nicht Metal Raider. Der Code ist VB5003. Ist Asia English. Ich weiß nicht, ich fand die einfach geil, deswegen habe ich die auch dazu genommen. Wir schauen uns die Karte mal an. Okay, die sieht sehr, sehr gut. Oha. Die hat so eine richtig schöne, ich weiß nicht, ob man das Glossy nennt oder Wavy, da gibt es irgendwie so Unterschiede. Aber die hat eine richtig gute Oberfläche. Und die Ecken sehr gut. Okay, die Rückseite. Ganz minimale Specs. Sehr gut. Okay, die sieht wirklich krass aus. Da ist nichts. Da ist gar nichts. Hier ist das Centering von der Karte. Centering ist ja, ein bisschen off. Links, rechts, oben, unten. Eventuell graden wir die Karte. Ich muss mal schauen, ob überhaupt was geht. Aber die sieht sehr clean aus. Dann die nächste Karte. Dann haben wir Dark Magician Knight in Super Rare, Parallel Rare, würde ich sagen, sowas. Ja, auch eine coole Karte. Ist auch eine Promokarte aus einem Spiel gewesen, denke ich. ROD müsste ja auch ein Gameboy-Spiel gewesen sein oder sowas. Rückseite, kleiner Kratzer hier, aber sonst von den Ecken her auch sehr gut. Passt. Dann die letzten drei Karten. Die sind jetzt nicht so krass besonders. Wir haben hier Silent Swordsman Level 3 in First Edition Ultra Rare. Da oben ist ja, ein bisschen Staub, muss man nachher wegmachen. Aber auch coole Karte, auch in einem sehr guten Zustand. Rückseite, Printline hier eine große. Aber allem in allem sehr gut. Passt. Dann haben wir Wildheart aus der GX Special Edition. Ist eine Super Rare, aber irgendwie mit einer silbernen Schrift, also keine richtige Ultra Rare, weil bei Ultra Rare
Es ist ja normalerweise immer eine goldene Schrift. Ja, auch sehr cool. Elementarhelden immer ganz geil. Will ich auch noch einige in meiner Sammlung haben auf jeden Fall. Sehr gut. Und dann die letzte Karte, ist die günstigste. Mystical Swordsman Level 4. Ja, hier so ein Dutcher sehe ich. Nicht so gut. Ist auch unlimited, also auch nichts Besonderes. Habt ihr einfach dazu genommen, weil sie halt günstig war. Ja, okay, der Zustand, den würde ich sogar auf Lightblade fast setzen. Nicht so gut. Aber naja, vielleicht verkaufe ich die wieder oder gebe die irgendwie her. Die anderen Karten, mit denen bin ich zufrieden. Bis auf den Soa. Aber sonst alle anderen Karten sehr, sehr gut. Genau, das waren so die Pickups. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Peace.